So Leute, der erste Willkommensgruß hier von Insel Mainau. So, hinter mir seht ihr noch ein Gewächshaus. Das ist ein richtiges Blumenmeer. Hey, hallo zusammen. Hey zusammen. Liebe Grüße vom Bodensee. Wir sind gerade auf der Insel Mainau. Ja, wir haben gutes Wetter mitgebracht. Ja, es ist gerade 2. Oktober, das ist der Tag vor der Deutschen Einheit. Und wir schauen uns das Schmetterlingshäusle an und einfach die schön blühende Insel, als Blumeninsel bekannt. Das Schloss gibt es hier zu sehen und ja, viele schöne Blumen. Es gibt gerade Asternzeit und ja, kommt's mit und guckt, was wir so entdecken. Bis später. Ciao, ciao. So Leute, der erste Willkommensgruß hier von Insel Mainau. Eine riesengroße Blume. Mega. Das ist übrigens ganz witzig. Am Parkplatz zieht man sich kein Ticket, sondern das Kennzeichen wird registriert. Und man kann entweder per App zahlen oder bis zu 48 Stunden, nachdem man den Parkplatz verlassen hat. Und jetzt hier richtig schön. Man läuft praktisch über so eine kleine Brücke Richtung Insel Mainau. Und jetzt hier läuft man hier so eine kleine Alleenstraße entlang mit richtig alten Baumbeständen. Und oben hört man die Krähen. Und ja, ist einfach wunderschön hier. Hey zusammen, hier stehen wir uns vor einem Bergmammutbaum, Baujahr 1875. Es ist beachtlich, wie alt und erhaben dieser Baum wirkt. Jetzt sind wir am Schloss Mainau angekommen. Ja, jetzt zeigen wir euch mal ein paar Eindrücke von hier. So, jetzt hallo zusammen. Ich war jetzt gerade mal im Schloss drin, also muss sagen, also für meinen Geschmack eher enttäuschend. Alle möglichen Aussteller, man kann da Designerkleider kaufen und Designerschmuck kaufen, aber jetzt ein Schloss in dem Sinn als Museum ist es jetzt weniger. Also wenn euch das Spaß macht, könnt ihr gerne mal reingucken. Mein Fall ist es jetzt nicht. Aber es gibt hier wohl noch eine Kirche und dann schauen wir uns die anderen Gebäude an. Also bis später. So, hinter mir seht ihr noch ein Gewächshaus. Das ist wohl eine Mischung aus Gewächshaus und kleine Gastronomie. Da gehe ich jetzt mal rein. Und ja, lasst euch ein bisschen von den Eindrücken hier erfreuen. Ist hier natürlich Kommerz pur. Alle möglichen Verkaufsstände, wo ich irgendwas kaufen kann.
aber trotzdem irgendwie chillig. Und da drin hast du noch so ein Schlosscafé, wo man einen Kaffee und Kuchen essen kann. So als kleines Feedback. Mülleimer, Mangelanzeige, wirklich ganz, ganz wenig Mülleimer. Aber es gibt hier jede Menge Bänke, wo man sich hinsetzen kann, ausruhen kann. Wir sitzen hier zum Beispiel hier in so einem, wie sagt man dazu, in so eine, wie eine Strandliege, wie ihr es von der Nordsee oder vom Mittelmeer kennt. Richtig chillig hier. Und dann einfach einen tollen Blick hier in diesen Schlossgarten. Und überall hier auf der Insel Mainau sieht man die alten Mammutbäume. Schaut euch mal hier die ganzen Bäume an. So dicht bewachsen. Und alles solche Mammutbäume. Das ist ein richtiges Blumenmeer. Ich möchte nicht wissen, wie es hier im März oder im April hier dann hier aussieht. Wenn hier richtig alles blüht. Wahnsinn. Wirklich Blumen über Blumen. Das ist totaler Wahnsinn. Die ganzen Blumen sind schon der Wahnsinn. Würde es das Geruchsfernsehen geben, dann würde es jetzt wahrscheinlich bei euch auf den Smartphones oder auf dem TV explodieren. Wahnsinn. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie es hier im März oder im April ist oder im Juni, wenn hier richtig alles blüht. Echt absolut mega. Ich habe jetzt gerade ein Schild gesehen gehabt, da stand dran 12.000 Dahlien sind da gepflanzt. Wahnsinn. Hey zusammen, hier ist richtig urig, also zusammen mit diesem Schilfgras und dem geschnitzten Hopf hier. Ich glaube, das ist schon ein bisschen gruselig, aber ja, durch die Tunnels hier bahnen wir jetzt unseren Weg und weiter geht's. Hier ist ein kleiner Bauernhof mit Streichelzoo. Hier, wo wir schon mal bei Enten sind, ja, haben wir auch noch die Blumen, in Anführungszeichen gefiederten Freunde, alle meine Entchen. Ich finde es echt schön. Die Riesenente stelle ich mir bei mir in den Garten. Also ich muss sagen, so ein Tag hier auf der Insel Mainau ist zwar anstrengend, aber es gibt hier so viele chillige Stellen, wie jetzt hier. Das ist ein kleiner Brunnen mit einer Bank drum, wo man sitzen kann. Und auch für Kinder, für Familien toll. Da hinten gibt es einen riesengroßen Spielplatz, den kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil einfach zu viele Kinder da sind. Aber einfach echt mega.
Denn hier bin ich im Schmetterlingshaus, ein riesengroßes Gewächshaus mit lauter tropischen Pflanzen und ganz, ganz vielen Schmetterlingen. Wenn ich Glück habe, kann ich euch einen vor die Kamera bringen, vor die Linse bringen. So, und jetzt sagt mal, wie hat euch das Schmetterlingshaus gefallen? Ein paar richtig schöne Schmetterlinge mit dabei gewesen, gell? Schreibt mal unten in die Kommentare, welcher euch am besten gefallen hat. So. Hallo zusammen. Hier zusammen. So, wir sind beeindruckt von den vielen visuellen Eindrücken. Das ist wirklich sehr farbenfroh, noch überraschenderweise. Und das im Herbst hätte ich nicht gedacht, aber auch die vielen Dahlien und Astern, das ist wirklich ein Gruß für die Augen und wir haben es sehr genossen. Ich hoffe, ihr schaut auch mal vorbei auf der Insel und wenn es euch gefallen hat, so was ihr gesehen habt, dann gebt uns ein Like, einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.